Ob das die Sicherheitslage in Deutschland ist, die illegale und rechtswidrige Massenmigration und Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Hallo lieber Markus, wieder ein super Beitrag und natürlich hat die türkische Frau völlig recht. Nur leider sind es einfach zu wenig Menschen, die jetzt mal auch auspacken und aufwachen und das auch benennen. Um was für ein Video es geht, werde ich am Ende des Videos verlinken. Schau dir das an und lausche den Ohren von dem Klaus. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder dein Markus. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut. Wir wollen uns heute einem Kommentar widmen, der es wieder in sich hat und dementsprechend sei gespannt, bleib dran. Aber leider sind die Dinge viel komplexer, als die Menschen sie durchschauen können, was die politische Agenda treibt. Sarah Bennett, die ich auch sehr als Schauspielerin schätze, hat es gut auf den Punkt gebracht und sagte, während wir in einer Blase, in einer Bubble uns austauschen, uns kommunizieren, uns spalten lassen und gegeneinander vorgehen, uns denunzieren, uns behindern und blockieren, halten die da oben, in Klammern Elite, zusammen wie eine Familie und Pech und Schwefel. Das ist ihr Vorteil und das ist unser Nachteil. Die staatlich finanzierte Schlägertruppe Antifa erledigt die Drecksarbeit und hat dementsprechend dabei freien Lauf. Jetzt werden die Zeitungen, in Klammern kompakt, von Nancy Faeser verboten. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mitbekommen, das ist auf jeden Fall eine ganz krasse Sache. Sie hat einen ganz fiesen Trick angewendet, das Ganze als Verein deklariert und dementsprechend kann man einen Verein einfach schließen. Das ist echt krass. Das erinnert schon an längst vergangene Zeiten und es gibt den schönen Satz, am Anfang verbrennt man die Worte und die Bücher und da, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man zum Schluss auch die ... Ob das nun die hohen Preise in der Türkei oder in Deutschland sind, ob Urlaubsreisen für 5 Personen, 2 Erwachsene, 3 Kinder, 15.000 Euro für 10 Tage kosten müssen, ob man in Restaurants mittlerweile 80 bis 300 Euro bezahlen muss, all das ist ein Teil dieser politischen Agenda. Ob das die Sicherheitslage in Deutschland ist, die illegale und rechtswidrige Massenmigration und Einwanderung in unsere Sozialsysteme, die Herrschaft des Unrechts, die CO2-Krise, die Klimakrise, die Corona-Krise, die Ukraine-Krise, die Gaskrise und. Alles gehört zu der gesamten Agenda. Ich fand das gut, was die Dame gesagt hat, aber es ist eben nur 1% vom Ganzen. Wir müssen das ganze Big Picture sehen. Nur so wird dann klar, was der gesamte Plan ist. Ich weiß, ich wiederhole mich hier unendlich oft und ich möchte, dass das alle verstehen. Der Plan ab 2025 läuft unter Operationsplan Deutschland und ist militärisch breit orchestriert. Auch Operation Sunrise läuft nach wie vor weiter. Sucht mal in Google und Wikipedia danach. Sehr interessant. In der Pressekonferenz ist jetzt immer der ein oder andere hochrangige General oder Oberstleutnant dabei, die ganz genau zuhören und regeln, wer was zu sagen hat. An was erinnert uns das? Wer gestern und heute in der Demokratie schläft, der wacht morgen in einer Diktatur oder Autokratie auf. Alle Verschwörungstheorien sind bisher eingetroffen und zum größten Teil auch wahr geworden. Und auch dies wird so eintreffen. Wir werden Preise jenseits von Gut und Böse erleben, Flugreisen, die eine oder 2 Richtungen 10.000 Euro pro Person kosten werden, 5 bis 7 Euro pro Liter Diesel oder Benzin, 60 bis 70 Cent die Kilowattstunde Strom, Urlaubsreisen, die zwischen 10.000 und 20.000 Euro für 10 Tage kosten. Aber am Ende werden die Menschen alle mitmachen und ermöglichen somit diese Agenda. Die Preistreiber in den Hotels und Restaurants und Bars sitzen eben vor leeren Stühlen. Aber das stört die nicht weiter, denn am Ende machen die den Laden zu und sagen, ja, es hat sich halt nicht mehr gelohnt. Auf die Idee, dass die hohen Preise verantwortlich sein können, kommen die Inhaber erst gar nicht. Dann heißt es, es ist die Inflation, die schuld ist. Das ist Quatsch. Die Inflation, die gab es schon immer. Da sind übrigens die Türken Spezialisten für. Die Preistreiberei und das Spielen mit den extremen Kosten, das ist das Problem. Das haben wir seit Corona.
Auf diese Art und Weise wird das Klimaziel und so die genannten völlig bekloppten CO2-Ziele durchgesetzt. Natürlich geht es nicht darum, die Umwelt zu schützen oder die Menschen vor Krankheiten. Das ist etwa so, als wenn der Zitronenfalter Zitronen faltet. Glaub mir, diese Handvoll Verbrecher in den Regierungen wissen ganz genau, um was es hier geht. Die sind vorbereitet auf alles. Der Mensch, der einfache Bürger, wird der Verlierer sein. Es wird nur noch extrem reich und extrem arm geben. Diese digitale Währung ist mit Hochgeschwindigkeit auf dem Vormarsch. Diese digitale Währung, der digitale Euro, wird an Bedingungen geknüpft sein, jederzeit programmiert, wird ein Verfallsdatum haben und zum Beispiel 1 Monat und dann darf das Geld nur noch in dem einen Land ausgegeben werden, in dem es erwirtschaftet wurde. Damit erreicht man doch hervorragend die Klimaziele. Die Menschen bleiben gefälligst zu Hause, wo sie hingehören. Und auch das überall durch die Gegend fahren, wird den Menschen noch ausgetrieben werden. Ein Hoch auf die herrlich grüne Umwelt, Partei, die Grünen und die SPD, die ist ja ach so gut mit uns. Am Ende dieses Videos jetzt angekommen, bin ich sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Vielleicht hat der Klaus ja noch was vergessen, vielleicht möchtest du was ergänzen und du bist herzlich eingeladen natürlich, deine Meinung, deinen Kommentar in der Kommentarfunktion natürlich hier unterhalb des Videos dazulassen und auch einen Daumen nach oben dazulassen und gerne auch, falls du es noch nicht gemacht hast, den Kanal kostenlos abonnieren und sogar auch den Kanal gerne teilen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Einblick wieder schaffen in meine YouTube-Welt mit Kommentaren, mit denen ich natürlich auch zu tun habe, die ich mir auch durchlese und auf die ich in der Regel auch antworte. Aber es gibt Kommentare, die sind so extravagant und so hilfreich und so kompakt und zusammengefasst, dass ich die in einem Video gerne teilen möchte. Und dementsprechend, vielleicht hast du auch was zu sagen. Ich freue mich auf dein Feedback und freue mich schon auf das nächste Video. Beste Grüße, dein Markus aus Alanya. Als Türke bist du Unterklasse in Deutschland, aber wenn du Jude bist, wirst du unantastbar. Bist du Syrer, bist du nutzlos. Bist du Ukrainer, Luxusasylant. Immer mehr Ausländer in Deutschland erheben ihre Stimme und lassen ihrer Meinung freien Lauf. Ich möchte auf einige Kommentare aus der Community eingehen, denn auch die Türken in Deutschland, die teilweise hier geboren sind, haben natürlich auch ein Wort und sollen ihre Stimme erheben. Aber auch du als Deutscher natürlich darfst das gerne tun und ich freue mich immer wieder auf Feedback, vor allen Dingen auch in den Kommentaren. Und dementsprechend schauen wir uns das Ganze jetzt in diesem Video an. Und das führt dazu, dass die Menschen sich unsicher fühlen und sich für radikale Parteien entscheiden. Solange es keine Lösungen gibt für Waffenlieferungen und unkontrollierte Migrationswellen und der Inflation, wird es leider so weitergehen.